So, Take 4. Dieser mit der GoPro, weil der Autofokus der XT4 trotz Umstellung auf manuellen Fokus und auf Autofokus war und jetzt keinen Nerv habe, das mehr nochmal auszuprobieren. So. Hallo, wir sind Hendrik. Und Heike. Zusammen sind wir die Nerdnomaden. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast bei unserem ersten YouTube-Video. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen, auf Langzeitreise zu gehen? Also das war im Jahr 2020. Jeder weiß, was da war. Beim YouTube-Scrollen bin ich irgendwann auf alternative Lebensformen, Vanlife-Content, Reise-Content gestoßen. Und da bei mir zumindest schon immer so ein latentes Fernweh da war und eine Reiselust da war, die man in den 30 Tagen Jahresurlaub auch schlecht stillen konnte, weil die eigentlich hauptsächlich zur Erholung gebraucht wurden, bei mir zumindest. Ja, habe ich mir gedacht, warum machen wir sowas nicht eigentlich auch? Und dann habe ich Heike den Vorschlag gemacht eines Tages. Ja, ich war natürlich sehr überrascht, also im ersten Moment natürlich von der Idee, habe mich aber ziemlich schnell damit angefreundet, weil ich auch gerne reise oder zu dem Zeitpunkt auch gerne gereist wäre. Und dann fingen eigentlich schon ziemlich schnell auch die ersten Überlegungen und Pläne in die Richtung an. Genau, im Sommer dieses Jahres, also 2020, haben wir uns dann, beziehungsweise früher Herbst war das, haben wir uns dann gleich einen Camper gemietet, um mal zu sehen, ob wir mit so einem Wohnmobil zurechtkommen und ob uns das taugt, sozusagen. Und da waren wir dann ein bisschen unterwegs im Urlaub und unter anderem auf dem Caravansalon in Düsseldorf, haben uns da ein bisschen umgeschaut. Oh, und dann sind wir eigentlich schon losgegangen Richtung Fahrzeugauswahl, haben uns diverse Videos im Internet angeschaut, Webseiten der Hersteller besucht, etc. Und natürlich auch uns Preislisten angeschaut und so weiter und so weiter. Und sind dann letztendlich bei B-Mobil gelandet, in dem wir jetzt ja auch sitzen. Es waren uns halt ein paar Dinge wichtig, wie Längsbetten, damit man nachts nicht mit den anderen drüber krabbeln muss, oder eine Sitzecke, wenn das Wetter mal schlechter ist, und außerdem, dass wir beide dann halt auch bequem an einem Tisch arbeiten können. Genau, für mich besonders wichtig war auch eine Dusche und natürlich Toilette. Als Mindestvoraussetzung, was wir hier auch natürlich haben. Ja, und im Sommer, also im Juni 2021, haben wir dann bestellt, quasi. Und wir wussten ja vorher schon, dass wir circa 3 Jahre warten müssen, bis wir das Fahrzeug dann auch bekommen. Und haben da uns für die Zwischenzeit dann gebraucht einen Adria Kastenwagen gekauft. Der war schwarz, deshalb hieß er bei uns Black Pearl. Ich blende hier mal ein Foto ein. Im Mai letzten Jahres, also 2024, war es dann soweit und wir konnten Mando endlich bei B-Mobil in Oberframmern abholen. Ja, es ist ca. 20 nach 6. Normal so Viel zu früh. für sie schon, ich bin da immer schon mal. Aber normal so früh auch nicht aus dem Haus, außer ich habe Bürotag. Ja, wir sind auf dem Weg nach Oberframmern, um unser B-Mobil endlich abzuholen nach fast 3 Jahren. Das war ein Zug durch. Ja. Wenn alles glatt geht und die Deutsche Bahn keine Verspätung hat, dann werden wir wohl so gegen 9 in Zorneding sein und dann holt uns ein Mitarbeiter von B-Mobil ab. Die Frau Fischer von B-Mobil kommt dann um 10, um uns das Fahrzeug zu übergeben und die Einweisungen zu machen. Sind schon sehr gespannt. Wir haben es ja neulich schon mal gesehen, aber es ist trotzdem natürlich noch was anderes.
heiligen Hallen von B-Mobil. Ja. Und los geht die erste Fahrt. Leider hatten wir auf der Heimfahrt dann schon Ölverlust und das Verteilergetriebe hat es gerade noch bis Iveco Nürnberg am nächsten Morgen geschafft. Da stand das Fahrzeug dann circa 7 Wochen und ja, Iveco Nürnberg hat aber bis jetzt, muss ich sagen, einen Top-Job gemacht. Also die haben das Verteilergetriebe, Ölkühler, alle Schläuche etc. ausgetauscht. Das ist ja eine bekannte Krankheit, leider vom Daily 4x4 von Iveco, dass da es öfters mal Probleme mit dem Verteilergetriebe gibt. Aber das wurde jetzt alles gelöst. Wir haben ein leises Auto, also für ein Iveco Daily 4x4 leises Auto, sagen wir so. Ist ja immer doch ein kleiner LKW. Und in den letzten 4.000 bis 5.000 Kilometer, seit wir damit gefahren sind, auch keine weiteren Probleme bisher. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Auch im Mai letzten Jahres haben wir dann unsere Wohnung verkauft. Da waren mit den neuen Eigentümern dann vereinbart, dass wir halt bis Jahresende noch drin wohnen bleiben können und waren damit dann auch die letzten Monate vor der Abreise ziemlich damit beschäftigt, die Wohnung aufzulösen, alles zu verkaufen, waren sehr aktiv im eBay und im Kleinanzeigen-Game. Vieles verschenkt, ein paar Kleinigkeiten bei meinen Eltern eingelagert und ein paar andere Sachen noch in einem Lagerraum in Nürnberg. Ja, das war ganz schön viel zu tun, weil in knapp 20 Jahren hat sich in so einer 100 Quadratmeter 5-Zimmer-Wohnung plus Hobbykeller, aka Verstellraum, der auch nochmal so groß wie das Wohnzimmer war, halt doch schon einiges angesammelt. Ich blende hier mal ein kurzes Zeitraffer-Video ein, als wir angefangen haben, den Keller auszuräumen. Ja, und letztes Jahr oder vor kurzem am 17. Dezember war es dann soweit und wir haben die Wohnungsübergabe erfolgreich hinter uns gebracht und 3 Tage später ging es dann auch schon endlich los. Genau, in den 3 Tagen haben wir noch ein paar Freunde besucht, meine Familie noch besucht, Weihnachten vorgefeiert und ja, am 20.12. sind wir aufgebrochen, wie gesagt. Nur einen Stopp in Deutschland und 2 Stopps in Frankreich gemacht. Wir wollten also ziemlich schnell durchfahren, dass wir an Heiligabend eben in Spanien am Meer stehen und das haben wir auch geschafft. Aber das zeigen wir dir dann im nächsten Video. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal bitte. Das hilft uns weiter zu wachsen. Oder überhaupt erstmal zu wachsen. Genau, und falls du eine Frage hast oder gerne einen Kommentar hinterlassen möchtest, mach das gerne. Wir freuen uns drüber und wir versuchen auch, jeden Kommentar auch zu beantworten. Genau, und in dem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.